Der Fisch im Kirschbaum. In einer düsteren, nahen Zukunft, in der die Überbevölkerung der Erde ihren grausamen Tribut forderte, lebte einst ein Fisch namens Finn in einem kleinen, stinkenden Teich. Das Wasser war trüb und verdorben, und das Leben darin war ein täglicher Kampf ums Überleben. Finn war einst ein stolzer Forellenfisch gewesen, aber die Bedingungen in seinem Teich hatten ihn zu einem Schatten seiner selbst gemacht. Die Überbevölkerung der Erde hatte zu einer immer intensiveren Landwirtschaft und Industrie geführt. Die Abwässer von Fabriken und Farmen flossen ungefiltert in die Flüsse und Seen, vergifteten das Wasser und töteten die Fische. Finn hatte es immer schwerer, Nahrung zu finden, und sein einst glänzendes Schuppenkleid war stumpf und von Krankheiten befallen. Eines Tages, als Finn nach Futter suchte, geriet er in eine tödliche Falle. Eine Gruppe von skrupellosen Fischern hatte den kleinen Teich entdeckt und begann, die Fische gnadenlos zu fangen. Finn kämpfte verzweifelt, aber seine Kräfte schwanden und er wurde schließlich gefangen und aus dem Wasser gerissen. Die Fischer töteten die anderen Fische und schleppten sie in ihre dreckigen, überfüllten Boote. Doch Finn hatte Glück im Unglück. Einer der Fischer bemerkte, dass sein Körper mit seltsamen, krustigen Flecken bedeckt war und vermutete, dass er krank sein könnte. Aus Angst vor einer möglichen Krankheit entschieden sie sich, Finn nicht zu essen und warfen ihn stattdessen mit der Angelschnur achtlos auf den Boden. In seiner Verzweiflung und seinem Sterben streckte Finn seinen zuckenden Körper aus und seine Flossen bewegten sich noch schwach. In diesem Moment passierte etwas Ungewöhnliches. Ein Vogel, der auf der Suche nach Nahrung durch die Gegend flog, bemerkte den zappelnden Fisch und entschied sich, ihn aufzunehmen. Der Vogel griff nach Finn und flog mit ihm davon in Richtung des nahegelegenen Kirschbaums. Der Vogel war jedoch nicht auf der Suche nach einer Mahlzeit. Stattdessen sah er den toten Fisch als eine Art kuriose Trophäe und suchte nach einem geeigneten Ort, um ihn zu platzieren. Er flog zum Kirschbaum und ließ Finn, der immer noch an der Angelschnur verworren war, auf einem der dünnen Äste des Baumes hängen. Der Anblick des toten Fisches, der am Kirschbaum hing, wurde zu einer makabren Warnung vor den verheerenden Auswirkungen der Überbevölkerung und der Umweltverschmutzung. Er war ein Symbol für das Sterben der Natur, während die Menschheit gierig nach immer mehr Ressourcen griff. Diejenigen, die den gruseligen Anblick des toten Fisches sahen, wurden daran erinnert, dass ihre rücksichtslose Lebensweise furchtbare Konsequenzen hatte. Doch die Warnung kam zu spät und die Erde verfiel weiter in Chaos und Zerstörung. Finn, der einst ein stolzer Forellenfisch gewesen war, hing nun als morbides Mahnmal an einem abgestorbenen Baum. Eine traurige Metapher für eine Welt, die sich selbst zugrunde richtete.